So, da sind wir wieder mit einem erneuten Video. Heute mal nicht mit einer Powermatic. Heute habe ich hier eine Hawkmatic HK3 Plus. Grund dafür ist, dass die Nachfrage die letzte Zeit wirklich explodiert ist, kann man schon sagen. Also wirklich, wir haben so viele Anfragen bekommen, zwecks der Hawkmatic-Reihe, dass wir uns entschieden haben, diese auch ins Sortiment mit aufzunehmen. Deswegen zeige ich heute erstmal die 3 Plus. Es wird noch ein Video bekommen von der 2er, der 1er und natürlich auch der 6er. Aber heute gucken wir uns erstmal die 3 an. So, also ich mache es euch mal mit euch gemeinsam auf. So, öffnen wir die hier. Da haben wir hier erstmal direkt das Reinigungsset. Das nehme ich mal schon mal raus. Und das bisschen hier drin. Haben wir den Pinsel und die Bürste für drin und noch einen kleinen Pika. So, da sind wir schon. Das ist das gute Stück, ja. Wer eine Powermatic kennt oder schon gesehen hat, den wird, glaube ich, schon einiges bekannt vorkommen. Wir haben hier wie gewohnt den Tabakschacht. Dann haben wir hier das Display. Dann haben wir hier den Reset-Knopf und den Shift-Knopf. Und dann den Start- und Pause-Button. Ja, ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Auffangschale erstmal raus. Auch die Anleitung raus. So, diese wird einfach per Magnet, hier ist ein kleiner Magnet, den haben wir hier auch, einfach ran gemacht, magnetisch und zack, haben wir schon zusammengebaut. Ja, dann als nächstes würde ich sagen, schließen wir das gute Stück immer an. Ich muss auch sagen, also wirklich eine schöne Maschine, das muss man echt lassen. Also klar, Design ist immer subjektiv, aber dagegen kann man echt nichts sagen. Also wirklich sehr schicke Maschine. Während ich das Kabel befreie. Und dann, ich muss kurz mal weg wieder. Jetzt haben wir auch schon hinten hier den Stromschalter. Machen wir kurz auf aus. Und hier der Anschluss fürs Netzteil. Und nochmal hier von allen Seiten. Genau, hier das kennen wir ja bereits. Hier ist das Hülsenfach. Hier ist das kleine Gummi. Und hier, das habe ich auch schon gesehen, hier oben ist ein kleines LED-Licht. Auch sehr praktisch. Aber, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Schließen das gute Teil mal an. Zack. Da haben wir sie schon. Also man sieht doch direkt, die LED leuchtet links. Ich zeige es euch mal. Genau, hier ist eine kleine LED, die sieht man besser im Dunkeln. Die leuchtet hier rauf. Auch, muss ich sagen, eine schöne, nette Sache. Wir sehen, wie bei Powermatic, es fängt schon bei +2 an. Die werden von Haus aus geprüft. 2 Zigaretten. Außerdem hier sehen wir den gesamten Countdown für alle Zigaretten, die jemals gestopft wurden hiermit. Und hier den in der Session. Dann sehen wir hier, können wir wieder die Stoffdichte einstellen. Die haben wir bereits schon. Und dann haben wir hier natürlich den Start-Knopf. Alles nichts Neues. Also ich würde sagen, ihr wollt da bestimmt auch sehen, wie dieses gute Stück jetzt funktioniert. Ja, das ist wahrscheinlich der interessanteste Teil. Also das gucken wir uns auch sofort an. So, ich mache den Schacht auf. Jetzt nehme ich aus meiner Dose ein gutes Stück Volumentabak. Ganz wichtig, wie bei Powermatic, wir brauchen Volumentabak. So, wenn das hier gefüllt ist, die Tabakkammer, dann haben wir hier Platz für ungefähr 25 bis 30 Zigaretten. Ja, das ist auch gut zu wissen. Jetzt sagen wir, machen sie direkt zu. Jetzt hole ich meine Hülse und wir stopfen unsere erste Zigarette mit der HK3. So, wie bei der Powermatic 3, wir halten uns einfach hier ran, die Hülse. Also ich zeige euch schon mal einmal. Stecken die quasi einfach hier drauf. Und dann, sobald wir Start drücken, wird die hier festgehalten, Teil wird klein gemacht und reingeschoben in die Hülse. Ja. Soweit Theorie, jetzt die Praxis. Zack. Und hier schon die abgeworfene Zigarette. So, das war jetzt die erste Stufe von der Dichte. Wir können einfach mal alle Stufen testen und mal sehen, was das Ergebnis ist. So, ich stelle mal einen hoch. Auch sehr schönes Feedback, wenn man auf die Knöpfe drückt. Fühlt sich angenehm an. Also die reagieren auf jeden Fall sehr gut. So, mache ich meine nächste Stufe. Zack, sehr schnell und muss ich auch sagen, angenehm leise. Also im Vergleich zu Powermatic muss ich sagen, finde ich es
echt angenehm. So, und das ist die erste Stufe, das ist die zweite. Ja, aber geht noch was. Mal gucken, wie es auf der letzten Stufe ist. Die Hülse, die ist nicht so gut. Auch eine ordentliche Hülse. So, machen wir ran und machen wir auf die 3. So. Jetzt haben wir hier, die ist wirklich prall gefüllt. So weit, so gut. Jetzt haben wir stopfen einfach mal noch ein paar. So. Ich zeige es gerne nochmal. Machen wir die erste Stufe. Zack. Fertig. Muss ich sagen, also wenn wir schon dabei sind, eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant ist, ist der Speed-Modus der Hawkmatic 3. Den zeige ich euch einmal. Dafür müsst ihr einfach diesen Reset-Knopf gedrückt halten. Ja, es kommt gleich. Da haben wir es schon. Das erste steht für Speed. Jetzt sollten die Zigaretten um die 30% schneller gestopft werden. Ja? Gucken wir uns das mal an. War auf jeden Fall schneller. Und normal. Ja, doch. Okay, jetzt merkt man es doch. Es ist wirklich schneller. Auf jeden Fall auch eine schönes Feature. Okay, das geht wirklich schnell. Und an Qualität haben wir jetzt auch nichts verloren. Nee. Okay. Auf jeden Fall ein cooles Feature. Guck mal. Und zum Ausmachen einfach wieder die Reset-Taste gedrückt halten. Ja. Und zusätzlich auch könnt ihr dann hiermit direkt die Zigaretten in der Session resetten, wie der Knopf schon sagt. Also bis jetzt bin ich tatsächlich sehr beeindruckt von der Maschine. Sie ist angenehm leise, sie ist schnell und sie stopft auf die Zigaretten auch schön gleichmäßig. Auch eine gute Sache finde ich, die Auffangschale, auch dass mit Magneten dran ist, top. Das kleine LED-Licht ist auch eine nette Erweiterung und auch designtechnisch kann sich die Maschine auf jeden Fall sehen lassen, muss man wirklich sagen. So, sagen wir, wir sind fertig mit dem Stopfen. Dann kommt der Teil, um den wir uns nicht drücken können, der sowohl bei Hawkmatic als auch bei Powermatic unumgänglich ist, und zwar die Reinigung. So, ich habe jetzt so viel gestopft, dass hier leer ist. Die Maschine zeigt Clear an. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht, weil ich kurz sie auch mal aufgemacht habe. So, wir lassen sie kurz nochmal anzeigen. Genau. So, jetzt wird gleich wieder Clear erscheinen. Ja, weil er merkt, dass nichts mehr drin ist. Ja. So, und damit können wir die Maschine noch ein bisschen reinigen. Das ist nämlich wirklich das A und O, damit die Maschine auch wirklich lange hält. Nämlich die regelmäßige Reinigung nach jedem Nutzen. Man sieht auch hier blinkt sogar unter dem Schacht blinkt sogar hier ein kleiner LED. Auch ein sehr nettes Detail, muss ich sagen. So, und wir machen jetzt einfach mal erstmal sauber. Wir lassen den Schacht komplett leer werden. Wie gesagt, das ist leider, da kommt man nicht dran vorbei. Nicht braucht man den Powermatic. Wie gesagt, nach jeder Nutzung am besten einmal wirklich reinigen. Wir wollen auch lange was von der Maschine haben und damit ist es einfach gewährleistet. So, da kommt nicht mehr viel raus. So, dann entferne ich mal unseren Schacht, mache die Maschine aus und nehme jetzt unser Reinigungsequipment zur Hand. Als erstes nehme ich mal den Pinsel und dann hole ich mir nochmal unseren guten Pinsel und gehe jetzt hier wirklich, ich zeige es euch mal ganz kurz, ich gehe hier wirklich an die Seite rein. Somit ist die Maschine wirklich gesäubert und damit, dass wir sie auch wirklich lange benutzen können. Wir wollen ja auch lange was davon haben schließlich. Das ist jetzt also die HK3 Plus. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Maschine. Also, ja, auf jeden Fall ein gutes Alternativprodukt zur Powermatic 3. Definitiv. Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen. Wenn es da ist, werde ich es euch verlinken. Sonst, wenn ihr sie kaufen wollt, gerne mit dem Link in der Beschreibung bei esr-versand.de. Dort könnt ihr die gute Maschine erwerben. Lasst mich auch sonst gerne wissen, was ihr für Erfahrungen habt mit der Hawkmatic 3. Ja?
Und sonst lasst euch auch gerne wissen, was ihr euch sonst noch wünscht, was für Content mit der Maschine, was ihr noch gerne sehen würdet, was ich jetzt nicht gezeigt habe. Schreibt es mir wirklich gerne in die Kommentare.